Wenn eure Stoßdämpfer nicht mehr richtig dämpfen oder wie hier sogar Öl verlieren, müssen sie dringend ausgetauscht werden. Mit einem vernünftigen Wagenheber und einem Unterstellbock kann man das auch ganz gut selber machen. Wie es beim E90 geht, seht ihr in diesem Video. Um an den oberen Teil der Stoßdämpfer zu gelangen, muss man die Kofferraumverkleidung ausbauen. Zunächst entfernt man alle losen Abdeckungen und dann die Ladeschutzkante mit Hilfe eines Plastikkeils und einem Schraubenzieher. Die Abdeckung für die Batterie kann man werkzeuglos entfernen. Mit einem Torx 30 Schraubenzieher muss man auch die Blende für die vorderen Halterungen entfernen. Zu guter Letzt mit dem Plastikkeil alle restlichen schwarzen Clips der Seitenverkleidung lösen. Unter der schwarzen Kappe befindet sich die obere Befestigung für den Stoßdämpfer. Jetzt den Wagen sichern und auf der entsprechenden Seite das Rad abnehmen. Den Achsschenkel mit einem Unterstellbock abstützen und den Wagen etwas herablassen. Dann mit einem 16er Gabelschlüssel den Stoßdämpfer oben gegenhalten und mit einer 17er Nuss die Schraube unten am Achsschenkel lösen. Jetzt kann man am oberen Teil des Stoßdämpfers den Stoßdämpfer mit einer 16er Nuss lösen. Wenn der Kolben durchdreht, mit einem 16er Gabelschlüssel gegenhalten und den Außensechskant oben mit einer 6er Nuss lösen. Nachdem man das Fahrzeug wieder etwas angehoben hat, kann man den Stoßdämpfer entnehmen. Das untere Stützlager ist in den meisten Fällen auch verschlissen und sollte ausgetauscht werden. Es ist mit 2 Schrauben befestigt, die mit einem E14 Außentorx gelöst werden können. Beim Stoßdämpferwechsel sollte man Stützlager und Staubschutzsatz tauschen. Der neue Stoßdämpfer muss dann in dieser Reihenfolge zusammengebaut werden. In der Beschreibung ist das nochmal festgehalten. Das untere neue Stützlager einsetzen und festschrauben. Den neuen Stoßdämpfer einsetzen und dann das Fahrzeug wieder mit dem Unterstellbock unter dem Achsschenkel herablassen, sodass der Stoßdämpfer zusammengedrückt wird und sich das Fahrzeug in Normallage befindet. Den oberen Teil des oberen Stützlagers aufsetzen und lose festschrauben. Dann wieder mit einem Gabelschlüssel gegenhalten und die untere Schraube des Stoßdämpfers mit 38 Newtonmetern anziehen. Die Mutter kann man oben erst mit einer 16er Nuss anziehen, dann mit einem 16er Gabelschlüssel gegenhalten und mit dem 6er Außensechskant mit einem Drehmomentschlüssel mit 27 Newtonmetern anziehen. Nachdem man den Stoßdämpfer auf der anderen Seite analog getauscht hat, baut man die Blenden im Kofferraum wieder ein, klipst alles fest, schraubt die Ladekante fest und die Sache ist erledigt. Der Einfluss von defekten Stoßdämpfern auf das Fahrverhalten ist meistens sehr groß, also ihr könnt euch auf ein deutlich aufgefrischtes Fahrverhalten freuen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Bei Fragen gerne die Kommentare benutzen. Drehmomente und Teile wie immer in der Beschreibung. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal.